Lektion 1: Einkaufserlebnis. Ich war gestern einkaufen und habe ein paar Klamotten gefunden, aber sie waren teuer. Das ist schade. Es ist frustrierend, wenn man etwas findet, das einem gefällt, aber das Budget übersteigt. Ja, ich versuche immer, Qualitätsartikel zu finden, aber die Preise können schockierend sein. Ich verstehe das vollkommen. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen Qualität und Preis zu finden. Genau. Ich denke, es kann helfen, auf Sonderangebote oder Rabatte zu warten. Ja, und auch beim Einkaufen in Secondhand-Läden kann man tolle Fundstücke machen, ohne dass man dafür ein Vermögen ausgeben muss. Das ist ein guter Punkt. Ich sollte diese Option öfter erkunden. Lassen Sie uns bald gemeinsam einen Secondhand-Einkaufsausflug planen. Das würde mir gefallen. Es klingt nach einem lustigen Abenteuer. Lektion 2: Wöchentliche Essensplanung. Wir müssen Spinat kaufen. Sollen wir diese Woche etwas Fleisch zum Abendessen besorgen? Ja, absolut. Protein und Gemüse sorgen für eine ausgewogene Mahlzeit. Ich stimme zu. Lasst uns unsere Mahlzeiten planen, damit wir effizient einkaufen können. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ein Plan spart Zeit und Geld. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass wir uns die ganze Woche über gesund ernähren. Ja, und wir können neue Rezepte ausprobieren, damit es interessant bleibt. Ich freue mich auf die gemeinsamen Experimente in der Küche. Ich auch. Lasst uns diese Woche köstlich und nahrhaft gestalten. Gemeinsam werden wir fantastische Gerichte zubereiten. Lektion 3: Dezemberfeste. Der Dezember ist der Weihnachtsmonat. Die meisten Menschen erledigen viele Weihnachtseinkäufe. Ja, es ist eine sehr arbeitsreiche Zeit des Jahres, aber auch voller Freude und Aufregung. Absolut. Die Dekorationen und die festliche Atmosphäre sind immer erhebend. Ich liebe es, wie die Feiertagsstimmung Gemeinschaften zusammenbringt. Ja, es ist eine wunderbare Gelegenheit für die Menschen, Freundlichkeit und Freude zu verbreiten. Lassen Sie uns die Feierlichkeiten genießen, solange wir können. Ich stimme zu. Es geht darum, diese besonderen Momente mit den Liebsten zu genießen. Gemeinsam können wir unsere eigenen Feiertagstraditionen schaffen. Ja, ich freue mich darauf, die Saison mit Ihnen zu feiern. Lektion 4: Reiseträume. Auf meiner Reisewunschliste sollte unbedingt Japan stehen. Es ist ein fantastisches Reiseziel. Das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer diese einzigartige Kultur erleben. Ja, die Mischung aus Tradition und Moderne ist wirklich faszinierend. Ich freue mich besonders darauf, authentische japanische Küche auszuprobieren. Absolut. Das Essen dort macht einen großen Teil des Erlebnisses aus. Außerdem wäre die Erkundung der Tempel und Gärten atemberaubend. Beginnen wir gemeinsam mit der Planung unserer Traumreise nach Japan. Das würde mir sehr gefallen. Es wird ein unvergessliches Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, unsere Reiseträume Wirklichkeit werden zu lassen. Lektion 5: Ein Menü planen. Ich glaube, das ist es. Oh, warte, wir brauchen auch noch Geschirrspülmittel. Gut erkannt. Es passiert leicht, dass man die kleinen Dinge vergisst, die in der Küche unverzichtbar sind. Absolut. Wenn wir alles haben, was wir brauchen, fällt uns das Kochen und Putzen viel leichter. Ja,
Und es ist immer schön, eine voll ausgestattete Küche zu haben. Stellen wir sicher, dass wir alles auf unserer Liste abhaken, bevor wir das Geschäft verlassen. Super Idee. So sparen wir uns später den nächsten Ausflug. Ich bin froh, dass wir gründlich sind, das spart auf lange Sicht Zeit. Genau. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, wenn alles organisiert und bereit ist. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und mit all unseren frischen Zutaten zu kochen. Lektion 6. Wegbeschreibung zum Bahnhof. Ich suche den nächsten Bahnhof. Wissen Sie, wo er ist? Ah, Sie haben Glück. Es ist gleich um die Ecke, nicht weit von hier. Das freut mich zu hören. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich versuche, bald einen Zug zu erwischen. Kein Problem. Gehen Sie einfach diese Straße entlang. Sie sehen den Eingang auf der linken Seite. Perfekt. Ich werde auf jeden Fall nach den Schildern Ausschau halten. Ja, Sie sind normalerweise ziemlich klar, Sie sollten also keine Probleme haben. Ich bin froh, dass ich gefragt habe. Es wäre mühsam gewesen, herumzulaufen. Jederzeit. Ich helfe Ihnen gerne dabei, Ihre Reise zu erleichtern. Vielen Dank. Ich werde das bei zukünftigen Reisen sicher im Hinterkopf behalten. Lektion 7. Historische Einblicke. Im Jahr 1950 sah es so aus, als würde die Eisenbahn einige ihrer Werkstätten in Stratford schließen. Das ist ein wichtiger historischer Moment. Die Stadt muss nach Lösungen gesucht haben. Ja, die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft wären erheblich gewesen. Absolut. Der Verlust von Arbeitsplätzen kann einen Welleneffekt in der gesamten Gemeinschaft auslösen. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich Städte im Laufe der Zeit an solche Veränderungen anpassen. Ja, das Verständnis der Geschichte hilft uns zu verstehen, wie sich Gemeinschaften entwickeln. Lassen Sie uns die in diesem Zeitraum getroffenen Entscheidungen genauer untersuchen. Tolle Idee. Sie gibt uns tiefere Einblicke in die Herausforderungen. Ich freue mich darauf, mehr über die Geschichte von Stratford zu erfahren. Lektion 8. Online-Shopping. Normalerweise gehe ich in den Supermarkt in meiner Nähe, aber ich vergleiche auch die Preise online. Das ist eine clevere Strategie. Durch Preisvergleiche können Sie Geld sparen. Auf jeden Fall. Manchmal sind die Online-Angebote viel besser als die Preise im Laden. Ja, und es ist praktisch, alles digital dargestellt zu sehen. Ich finde es toll, wie einfach es ist, auch online eine Einkaufsliste zu erstellen. Genau. Es macht den Lebensmitteleinkauf viel organisierter. Stellen wir sicher, dass wir vor unserem nächsten Einkaufsbummel beide Optionen prüfen. Toller Plan. So bekommen wir die bestmöglichen Angebote. Ich freue mich darauf, gemeinsam intelligenter einzukaufen. Lektion 9. Familienessen. Mein Bruder vermutete, dass wir zum Abendessen ausgehen würden, aber mein Vater sagte nein. Ach wirklich? Was hat dein anderer Bruder denn gefragt? Er fragte stattdessen, ob mein Vater besondere Pläne für das Abendessen gemacht hätte. Das ist interessant. Es macht immer Spaß zu sehen, was Familienessen so alles beinhalten. Ja, selbst gekochte Mahlzeiten können genauso viel Spaß machen wie ein Restaurantbesuch. Ich stimme zu. Ein gemeinsames Familienessen zu Hause hat etwas Beruhigendes.
Hoffen wir, dass das Abendessen etwas Leckeres ist, das allen schmeckt. Absolut. Gemeinsame Mahlzeiten sind eine tolle Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Neues zu erleben. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was Sie am Ende kochen. Lektion 10: Marserkundung. Der 4. Planet von der Sonne aus ist der Mars, der für seine rote Farbe bekannt ist. Ja, es ist faszinierend, wie lange der Mars die menschliche Fantasie beflügelt hat. Absolut. Die Vorstellung, den Mars zu erforschen und möglicherweise zu besiedeln, ist aufregend. Ich stimme zu. Die Fortschritte in der Weltraumforschung sind wirklich bemerkenswert. Es ist interessant, über das Potenzial für Leben auf anderen Planeten nachzudenken. Ja, die Entdeckungen, die wir machen, könnten unser Verständnis des Universums verändern. Verfolgen wir weiterhin die neuesten Nachrichten zu Mars-Missionen. Tolle Idee. Ich bin gespannt, was wir in Zukunft entdecken werden. Gemeinsam können wir die Wunder des Weltraums erkunden. Lektion 11: Work-Life-Balance. Ich denke, diese neue Initiative zielt darauf ab, für mehr Flexibilität bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu sorgen. Das klingt super. Flexibilität kann die Produktivität und Zufriedenheit bei der Arbeit deutlich steigern. Absolut. Es ermöglicht den Teammitgliedern, ihre Zeit effektiver zu verwalten. Ja, wenn Menschen sich unterstützt fühlen, sind sie oft motivierter und engagierter. Ich bin davon überzeugt, dass diese Änderung die Dynamik unseres Teams deutlich verbessern könnte. Auf jeden Fall. Es ist für jeden wichtig, dass seine persönlichen Bedürfnisse wahrgenommen werden. Gemeinsam können wir diesen neuen Ansatz fördern und beobachten, wie er sich entwickelt. Ich bin gespannt auf die möglichen positiven Veränderungen, die dies mit sich bringen könnte. Lassen Sie uns weiterhin darüber diskutieren, wie wir diese Chancen optimal nutzen können. Lektion 12: Musikunterricht. Ja, ich habe einige Jahre Unterricht genommen. Es war harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Das ist beeindruckend. Ein Instrument zu lernen kann ziemlich herausfordernd, aber lohnend sein. Absolut. Die erforderliche Hingabe hilft einem wirklich, die Musik mehr zu schätzen. Ich bewundere dein Engagement. Welches Instrument hast du gelernt? Ich habe Gitarre gespielt und fand es toll, wie vielseitig sie sich für verschiedene Musikstile eignet. Das klingt fantastisch. Ich würde dich gerne mal spielen hören. Ich spiele gerne für Sie. Es ist immer schön, Musik mit anderen zu teilen. Ja, Musik hat eine besondere Art, Menschen zusammenzubringen. Lass uns bald eine Jam-Session planen, ich kann dir ein paar Akkorde beibringen. Lektion 13: Zukunftspläne. Hey, ich habe in letzter Zeit über unsere Zukunft nachgedacht. Hast du schon Pläne gemacht? Ja, ich habe einige Optionen in Betracht gezogen, aber noch ist nichts in Stein gemeißelt. Das ist verständlich. Es ist gut, sich beim Erkunden alle Optionen offen zu halten. Genau. Ich finde es wichtig, flexibel und offen für neue Möglichkeiten zu bleiben. Ich stimme zu. Eine Vision für die Zukunft kann uns bei Entscheidungen leiten. Ja, und es hilft, unsere Gedanken zu besprechen, um unsere Ziele zu klären. Halten wir uns gegenseitig über unsere Pläne auf dem Laufenden, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Das würde mir sehr gefallen.
Es ist immer hilfreich, jemanden zu haben, mit dem man Ideen austauschen kann. Gemeinsam können wir unsere Wege gehen und unsere Träume verwirklichen. Lektion 14: Ursprünge und Hintergrund. Also, Mark, woher kommst du ursprünglich? Ich komme ursprünglich aus einer Kleinstadt auf dem Land, weit weg von der Stadt. Das klingt bezaubernd. Ich kann mir vorstellen, dass das Aufwachsen dort ganz eigene Erfahrungen mit sich bringt. Ja, es war friedlich und wunderschön und wir waren von viel Natur umgeben. Ich kann mir vorstellen, wie das Ihre Lebensperspektive prägt. Auf jeden Fall. Es hat mich gelehrt, die einfacheren Dinge zu schätzen. Lassen Sie uns mehr über unsere Hintergründe erzählen. Es ist faszinierend, voneinander zu lernen. Ich stimme zu. Unsere unterschiedlichen Erfahrungen können wertvolle Erkenntnisse liefern. Ich freue mich darauf, mehr über Ihre Geschichte zu erfahren. Lektion 15: Grundnahrungsmittel. Das freut mich zu hören. Hast du Äpfel? Ja, das tun wir. Wir haben rote und grüne Äpfel im Angebot. Perfekt. Ich liebe beide Sorten, sie eignen sich hervorragend zum Snacken oder Backen. Absolut. Äpfel sind so vielseitig und außerdem gesund. Nehmen wir unbedingt etwas davon für unser nächstes Rezept mit. Ja, und wir sollten auch prüfen, ob wir noch weitere Früchte brauchen. Tolle Idee. Eine Vielzahl von Früchten kann unsere Mahlzeiten interessanter machen. Ich bin gespannt, alle Möglichkeiten auf dem Markt zu erkunden. Ich auch. Lasst uns unseren Einkaufswagen mit frischen Produkten füllen. Lektion 16: Verbindungen herstellen. Es ist wichtig, eine Verbindung zum Thema herzustellen und eine entspannte Atmosphäre zu schaffen. Ich stimme voll und ganz zu. Eine angenehme Umgebung fördert eine offene Kommunikation. Ja, wenn sich Menschen wohlfühlen, teilen sie ihre Gedanken eher mit. Genau. Es geht darum, Vertrauen und Verständnis aufzubauen. Lassen Sie uns Techniken üben, die dabei helfen, während unserer Diskussionen diese Verbindung herzustellen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich würde meine Kommunikationsfähigkeiten gerne verbessern. Gemeinsam können wir ein positives Umfeld für alle Beteiligten schaffen. Ja, ich freue mich darauf, unsere Fähigkeit zur Interaktion mit anderen zu verbessern. Es wird für uns beide eine lohnende Erfahrung. Lektion 17: Thanksgiving-Mahlzeiten. Dazu gehört auch das Thanksgiving-Essen, bei dem so viele gute Dinge gegessen werden. Ja, Thanksgiving ist eine ganz besondere Zeit voller köstlichem Essen und Zusammensein. Es ist erstaunlich, wie Essen Menschen zusammenbringen und bleibende Erinnerungen schaffen kann. Absolut. Jedes Gericht hat oft eine Geschichte oder Tradition. Ich höre gerne von den verschiedenen Gerichten, die die Leute für ihre Familien zubereiten. Ja, und es ist interessant zu sehen, wie Kulturen diese kulinarischen Traditionen beeinflussen. Thanksgiving ist wirklich ein Fest der Dankbarkeit und Freude. Sorgen wir dafür, dass wir diese Momente und die Menschen, mit denen wir sie teilen, wertschätzen. Auf jeden Fall. Es sind die Liebe und das Lachen, die das Essen unvergesslich machen. Lektion 18: Ein Wendepunkt. Ja,
Das ist bahnbrechend, es sorgt dafür, dass nichts an der Pfanne kleben bleibt. Das ist unglaublich. Eine gute Anti-Haftbeschichtung kann das Kochen so viel einfacher machen. Genau. Es spart Zeit beim Reinigen und sorgt für mehr Spaß beim Kochen. Ich liebe es, wie es selbst den einfachsten Mahlzeiten ein Gourmetgerichte verleihen kann. Ja, und es fördert die Kreativität in der Küche, ohne dass man Angst vor Unordnung haben muss. Es ist erstaunlich, wie eine kleine Funktion unsere Art zu kochen verändern kann. Auf jeden Fall. Kochen sollte Spaß machen und keine lästige Pflicht sein. Ich kann es kaum erwarten, neue Rezepte mit dieser tollen Pfanne auszuprobieren. Lass uns bald einen Kochabend planen, wir können mit einigen leckeren Gerichten experimentieren. Lektion 19, Reisezeit. Von unserem Standort aus würde die Fahrt mit Zwischenstopp etwa 16 Stunden dauern. Wow, das ist eine ziemliche Reise. Aber das Ziel wird es wert sein. Ja, jedes Abenteuer hat seine Herausforderungen, aber die Erfahrungen, die wir sammeln, sind unbezahlbar. Auf jeden Fall. Reisen öffnet unsere Augen für neue Kulturen und Perspektiven. Außerdem ist es aufregend, neue Orte zu erkunden und neue Leute kennenzulernen. Ich stimme zu. Die Erinnerungen, die wir auf Reisen schaffen, sind unvergesslich. Planen wir unbedingt ein paar spannende Aktivitäten für unsere Reise. Ja, ich freue mich schon auf die vielen gemeinsamen Erlebnisse. Es wird ein Abenteuer voller Lachen und Entdeckungen. Lektion 20, Abend der selbstgemachten Pizza. Beim nächsten Abend mit selbstgemachter Pizza bin ich auf jeden Fall dabei. Ich auch. Gemeinsames Kochen ist immer eine tolle Möglichkeit, sich näher zu kommen. Absolut. Beim Pizzabacken können wir unserer Kreativität bei Belägen und Geschmacksrichtungen freien Lauf lassen. Ja, und es macht Spaß zu sehen, dass jeder seine eigenen, einzigartigen Vorlieben hat. Ich liebe es, mit verschiedenen Käsesorten und Soßen zu experimentieren, um die perfekte Kombination zu finden. Mir geht es genauso. Es ist wie ein köstliches Kunstprojekt, das wir alle genießen können. Und das Beste daran ist, das Endprodukt gemeinsam zu teilen. Genau. Es ist etwas Besonderes, ein selbst zubereitetes Essen zu genießen. Lass uns einen Termin für unseren nächsten Pizzaabend ausmachen, für mich ist das immer ein Highlight. Lektion 21, sonnige Plätze für Pflanzen. Also gut, ich werde für die Pflanzen einen sonnigen Platz in meiner Küche suchen. Bei viel natürlichem Licht gedeihen sie wirklich gut. Das ist ein kluger Schachzug. Pflanzen brauchen Sonnenlicht, um stark und gesund zu wachsen, und ein sonniger Standort kann den entscheidenden Unterschied machen. Genau. Ich überlege auch, welche weiteren Dinge ich brauche, um meinen Pflanzen eine gemütliche Atmosphäre zu verleihen. Ja, Sie könnten darüber nachdenken, sich ein paar dekorative Töpfe oder sogar einen kleinen Pflanzenständer zuzulegen, um sie schön in Szene zu setzen. Das ist eine fantastische Idee. Die Pflanzen höher zu stellen, macht sie nicht nur besser sichtbar, sondern verleiht der Küche auch eine schöne dekorative Note. Absolut. Pflanzen können außerdem die Luft reinigen und eine beruhigende Atmosphäre schaffen, die ihre Küche einladender macht. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist bereichernd, Pflanzen zu pflegen und zu beobachten, wie sie im eigenen Zuhause gedeihen. Ja, und ich denke, wir sollten auch Kräuter in Betracht ziehen, sie können sowohl dekorativ als auch beim Kochen nützlich sein. Ich finde diese Idee super.
Frische Kräuter direkt in der Küche wären so praktisch, um unseren Gerichten Geschmack zu verleihen. Lektion 22: Internetprobleme. Entschuldigen Sie, ich habe Probleme mit der Internetverbindung in meinem Zimmer. Es ist ziemlich frustrierend, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Das klingt ärgerlich. Haben Sie versucht, das Hotelpersonal um Hilfe zu bitten? Vielleicht können Sie schnell helfen. Ja, ich habe es an der Rezeption erwähnt und sie sagten, sie würden jemanden schicken, der das Problem in meinem Zimmer überprüft. Das freut mich zu hören. Hoffentlich wird das Problem bald behoben, sodass Sie problemlos wieder Ihren Online-Aufgaben nachgehen können. Das weiß ich zu schätzen. Für mich ist es wichtig, in Verbindung zu bleiben, insbesondere wenn ich berufliche Verpflichtungen habe. Absolut. Heutzutage ist eine zuverlässige Internetverbindung sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit unerlässlich. Ja, und ich hoffe, dass Sie das Problem schnell beheben können. Ich muss einige wichtige E-Mails verschicken und an Videoanrufen teilnehmen. Ich bin sicher, dass Sie sich umgehend darum kümmern werden. Fragen Sie einfach nach, wenn es zu lange dauert. Vielen Dank für den Tipp. Ich werde das im Hinterkopf behalten, es ist immer gut, sich für seine Bedürfnisse einzusetzen, wenn es um den Service geht. Lektion 23: Vorschlagsentwicklung. Großartig. Ich bereite unseren Vorschlag vor und stelle sicher, dass er alle notwendigen Details enthält, um einen starken Eindruck zu hinterlassen. Ich freue mich darauf, es durchzusehen. Ich denke, es ist wichtig, einen klaren und prägnanten Plan zu haben, der unsere Ziele effektiv umreißt. Auf jeden Fall. Ein gut strukturierter Vorschlag kann unsere Ideen optimal präsentieren und unser Engagement für das Projekt unter Beweis stellen. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass die Einbeziehung relevanter Daten und Beispiele unsere Position stärken und uns dabei helfen wird, uns von der Konkurrenz abzuheben. Das ist ein guter Punkt. Ich werde sicherstellen, dass ich alle notwendigen Informationen zusammentrage, um unsere Vorschläge zu untermauern und überzeugend zu gestalten. Perfekt. Es geht darum, ein professionelles Bild abzugeben und gleichzeitig unsere Begeisterung für das Projekt zu vermitteln. Ja, und wir sollten auch überlegen, wie wir auf mögliche Bedenken oder Fragen eingehen können, die während des Überprüfungsprozesses auftreten können. Absolut. Das Vorwegnehmen von Fragen zeigt, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und auf alle Diskussionen vorbereitet sind. Ich freue mich darauf, mit der Umsetzung dieses Vorschlags zu beginnen. Ich bin überzeugt, dass uns eine großartige Chance bevorsteht. Lektion 24: Kaffeepläne. Das ist großartig. Es stellt sich heraus, dass wir praktisch Nachbarn sind, was eine angenehme Überraschung ist. In der Tat. Es ist schön zu wissen, dass wir so nah beieinander wohnen. So können wir leichter Kontakte knüpfen und öfter zusammen abhängen. Ja, wir sollten auf jeden Fall mal einen Kaffee trinken gehen. Das wäre eine tolle Möglichkeit, uns zu unterhalten und die Kaffeeszene in unserer Gegend zu erkunden. Das würde mir sehr gefallen. Es gibt einige fantastische Cafés in der Nähe, die wir ausprobieren könnten. Jedes hat seine ganz eigene Atmosphäre. Genau. Lokale Orte zu erkunden kann ein tolles Abenteuer sein, besonders wenn man gemeinsam neue Geschmacksrichtungen entdeckt. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit, lokale Unternehmen zu unterstützen und gleichzeitig eine schöne Zeit mit Freunden zu verbringen. Absolut. Ich finde es wichtig, diese Verbindungen innerhalb unserer Community zu pflegen und gleichzeitig zu genießen, was sie zu bieten hat. Ja. Lass uns bald ein Treffen zum Kaffeetrinken planen. Ich freue mich schon darauf. Ich auch. Ich freue mich schon auf ein nettes Gespräch und vielleicht sogar auf ein paar Gebäckstücke zu unseren Getränken. Lektion 25: Reiseplanung. Super.
Lass uns die Visabestimmungen für unsere Reise prüfen und sicherstellen, dass wir vor der Abreise alles geregelt haben. Ja, das ist unerlässlich. Es ist wichtig zu wissen, welche Unterlagen wir benötigen, um Probleme in letzter Minute zu vermeiden. Auf jeden Fall. Ich möchte auch günstige Flüge dorthin finden. Ein gutes Reisebudget ist entscheidend, um das Beste aus unserem Aufenthalt zu machen. Das ist ein cleverer Ansatz. Ich habe gehört, dass man mit einer frühzeitigen Buchung manchmal bessere Angebote und Optionen bekommt. Ja, ich werde mir verschiedene Fluggesellschaften ansehen und die Preise vergleichen, um sicherzustellen, dass wir die besten verfügbaren Optionen finden. Perfekt. Gemeinsam können wir den Prozess optimieren und sicherstellen, dass alles seine Ordnung hat. Ich stimme zu. Außerdem gibt es uns die Gewissheit, dass wir uns im Voraus um alle notwendigen Details gekümmert haben. Genau. Ich freue mich schon sehr auf unsere Reise. Es wird ein unglaubliches Abenteuer voller neuer Erfahrungen. Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Lasst uns gut organisiert planen, damit wir unsere Zeit in vollen Zügen genießen können. Lektion 26: Transportmethoden. Um von einem Ort zum anderen zu gelangen, stehen Ihnen viele verschiedene Transportmittel zur Verfügung. Welches ist Ihrer Meinung nach das bequemste? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt oft von der Entfernung und dem Ziel ab, das wir in Betracht ziehen. Genau. Für kürzere Strecken sind meiner Meinung nach Gehen oder Radfahren die angenehmsten und umweltfreundlichsten Optionen. Ja, und es ermöglicht Ihnen, die Umgebung wirklich zu erleben und unterwegs verborgene Schätze zu entdecken. Für längere Strecken sind meiner Meinung nach öffentliche Verkehrsmittel oder Mitfahrdienste jedoch praktischer und kostengünstiger. Auf jeden Fall. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel trägt auch dazu bei, Verkehrsstaus zu reduzieren und ist oft eine nachhaltigere Wahl. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der richtigen Planung unser Reiseerlebnis maximieren und gleichzeitig unseren CO2-Fußabdruck minimieren können. Ja, und es kann eine großartige Möglichkeit sein, mit Einheimischen in Kontakt zu treten und ein Gefühl für die Kultur der Gegend zu bekommen. Gibt es bestimmte Methoden, die Sie bei der Planung Ihrer Reisen bevorzugen? Lektion 27: Historische Kritik. Wissen Sie, als Livingstone die Westküste Afrikas erreichte, insbesondere Luanda in Angola, wurde er für seine Handlungen und Entscheidungen während der Expedition kritisiert. Das ist interessant. Ich habe gelesen, dass seine Erkundungen oft auf gemischte Reaktionen stießen, insbesondere im Hinblick auf seine Interaktionen mit der lokalen Bevölkerung. Genau. Obwohl er Handel und Entdeckungsreisen fördern wollte, hatten viele das Gefühl, er würde etablierte Gemeinschaften und Lebensweisen stören. Ich kann mir vorstellen, dass das zu großen Spannungen führen würde. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Erkundung und Respekt vor der lokalen Kultur. Ja, und es ist wichtig, die Komplexität historischer Persönlichkeiten wie Livingstone anzuerkennen, der sowohl Bewunderer als auch Kritiker hatte. Auf jeden Fall. Seine Beiträge zur Erforschung und Kartierung waren bedeutend, aber die Folgen dieser Aktivitäten dürfen nicht übersehen werden. Es ist faszinierend zu untersuchen, wie Geschichte je nach Perspektive und zeitlichem Kontext unterschiedlich wahrgenommen werden kann. Absolut. Das Erbe von Entdeckern ist oft eine Mischung aus Entdeckungen und Umbrüchen. Das gibt Anlass zu einer spannenden Diskussion über die Ethik der Forschung. Ich denke, es ist für uns von entscheidender Bedeutung, aus diesen historischen Beispielen zu lernen, um sicherzustellen, dass moderne Erkundungen und Interaktionen mit Respekt und Verständnis durchgeführt werden. Lektion 28: Gebäudestrukturen.
Ich habe darüber nachgedacht, dass es im Südwesten der USA üblich ist, sie mit Holzstangen an Ort und Stelle zu halten, insbesondere bei bestimmten Arten von Bauwerken. Das stimmt. Holzpfähle können verschiedenen Konstruktionen, wie zum Beispiel traditionellen Häusern und Unterkünften, Stabilität und Halt verleihen. Ja, und es ist faszinierend zu sehen, wie diese Technik seit Generationen eingesetzt wird und oft an die Umweltbedingungen der jeweiligen Region angepasst wird. Absolut. Die Materialwahl spiegelt nicht nur die verfügbaren Ressourcen, sondern auch die kulturellen Gepflogenheiten der dort lebenden Menschen wider. Es ist interessant, wie diese Methoden starke Verbindungen zwischen dem Land und den Gemeinschaften, die es bewohnen, schaffen können. Ja, und es unterstreicht auch die Bedeutung der Nachhaltigkeit. Die Verwendung lokaler Materialien kann die Umweltauswirkungen des Bauens verringern. Ich stimme zu. Die Betonung traditioneller Bautechniken kann auch das kulturelle Erbe bewahren und den Stolz auf die lokale Handwerkskunst fördern. Auf jeden Fall. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, die Vergangenheit zu ehren und sich gleichzeitig an moderne Bedürfnisse und Herausforderungen anzupassen. Ich würde gerne mehr über diese Baupraktiken erfahren und darüber, wie sie die Identität der Gemeinden im Südwesten der Vereinigten Staaten prägen. Lektion 29 – Urlaubsfreude. Sie rennen voller Aufregung die Treppe hinunter. Es ist wunderbar zu sehen, wie ihre Gesichter strahlen, wenn sie merken, dass unter unserem Baum so viele Geschenke liegen. Ja. Die Freude beim Auspacken der Geschenke und die Vorfreude auf den Inhalt sind in der Weihnachtszeit wahrhaft magisch. Absolut. Es ist einer der Höhepunkte des Jahres, wenn alle zusammenkommen, um zu feiern und die Freude zu teilen. Ich liebe es, wie der Geist des Gebens und Nehmens Familien und Freunde einander näher bringt und bleibende Erinnerungen schafft. Ja. Es sind diese kleinen Momente voller Lachen und Liebe, die die Weihnachtszeit so besonders machen. Und die Aufregung, herauszufinden, was in jedem Geschenk steckt, kann ansteckend sein und jedem das Gefühl geben, wieder ein Kind zu sein. Genau. Ich finde es wichtig, diese Traditionen zu pflegen, denn sie erinnern uns daran, was wirklich zählt, Verbundenheit und Liebe. Dem kann ich nur zustimmen. Lasst uns diese Momente unbedingt mit der Kamera festhalten, damit wir uns noch viele Jahre gerne daran erinnern können. Das ist eine tolle Idee. Durch die Dokumentation dieser Feierlichkeiten können wir die Freude und Nostalgie der Feiertage wieder aufleben lassen. Lektion 30 – Umweltfreundliche Entscheidungen. Auf jeden Fall. Außerdem ist es gut für die Pflanzen und die Umwelt, wenn möglich nachhaltige Methoden zu wählen. Ich stimme voll und ganz zu. Umweltfreundliche Entscheidungen können sich positiv auf unsere Gesundheit und das Wohlergehen des Planeten auswirken. Genau. Beispielsweise können organische Düngemittel und natürliche Schädlingsbekämpfungsmethoden dazu beitragen, die Gesundheit unserer Gärten zu erhalten. Ja, und diese Praktiken kommen nicht nur den Pflanzen zugute, sondern schützen auch nützliche Insekten und fördern die Artenvielfalt im Ökosystem. Ich bin davon überzeugt, dass die Förderung einer gesunden Umwelt auf lange Sicht zu besseren Erträgen und lebendigeren Gärten führen kann. Absolut. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu schaffen, das sowohl unsere Gartenarbeit als auch die heimische Tierwelt unterstützt. Ich freue mich darauf, in meinem eigenen Garten nachhaltigere Praktiken umzusetzen. Es ist ein lohnendes Gefühl, einen positiven Beitrag für unsere Umwelt zu leisten. Das ist eine tolle Einstellung. Lasst uns Tipps und Ideen austauschen, wie wir beide unsere Gärten nachhaltig verschönern können. Das würde mich freuen. Gemeinsam können wir schöne Räume schaffen,
die nicht nur angenehm sind, sondern auch der Umwelt gut tun.